Ich erinnere mich noch genau an den Geruch der Turnhalle an diesem Morgen. Eine Mischung aus altem Holz, Schweiß und diesem nervösen Adrenalin, das in der Luft hängt, wenn zu viele Träume gleichzeitig auf engem Raum atmen. Ich war nicht derjenige, der im Mittelpunkt stand. Ich war der am Rand saß, die Tasche auf den Knien und alles beobachtete. Der Junge, um den es geht, nennen wir ihn Leon, saß 2 Meter neben mir. Still. Zu still für jemanden, der gerade um einen Platz im Universitätssportteam kämpfen wollte. Während andere laut lachten, ihre Muskeln präsentierten oder sich gegenseitig Geschichten von alten Erfolgen erzählten, starrte Leon auf den Boden. Es war sein erstes Probetraining. Die meisten kannten sich schon. Ehemalige Jugendspieler, ehemalige Schulstars, Jungs, die wussten, dass sie dazugehören. Leon gehörte nicht dazu. Das sah man sofort. Nicht, weil er unsportlich war, sondern weil er anders war. Keine Markenklamotten, keine große Klappe, keine Clique, die ihm auf die Schulter schlug. Nur diese alte Sporttasche und ein Blick, der verriet, dass er mehr hoffte, als er zeigen wollte. Als das Training begann, veränderte sich die Stimmung. Der Trainer, ein Mann mit ruhiger Stimme und kalten Augen, ließ uns laufen, springen, testen. Technik, Ausdauer, Spielverständnis. Und genau da passierte etwas Seltsames. Leon war gut. Nicht spektakulär, aber solide, präzise, konzentriert. Er machte keine unnötigen Bewegungen. Er schrie nicht. Er spielte einfach. Ich sah, wie ein paar der anderen ihn musterten. Erst neugierig, dann irritiert. Einer flüsterte etwas, ein anderer grinste. Nach der ersten Übung kam es zum ersten Lachen. Nicht offen, nicht laut. Dieses leise, giftige Lachen, das man hört, wenn jemand glaubt, überlegen zu sein. Der glaubt wirklich, er hat hier eine Chance, sagte jemand hinter mir. Ich drehte mich nicht um. Ich wusste, wer es war. Der Mannschaftskapitän. Groß, selbstsicher, laut. Einer von denen, die sich schon als gesetzt betrachteten. Leon tat so, als hätte er es nicht gehört. Aber ich sah, wie sich seine Schultern minimal anspannten. Die nächste Übung war ein internes Spiel. Und da begann es richtig. Leon bekam den Ball und wurde ignoriert. Er lief frei und niemand passte. Wenn er einen Fehler machte, wurde gelacht. Wenn andere Fehler machten, wurde geschwiegen. Es war kein offizielles Mobbing. Es war subtiler. Und genau deshalb so wirksam. In einer Pause setzte sich Leon auf die Bank. Der Kapitän ging an ihm vorbei und sagte laut genug, dass es alle hörten. Vielleicht solltest du es nächstes Jahr nochmal versuchen. Ein paar lachten. Andere schauten weg. Leon sagte nichts. Das Training zog sich. Die Sonne wanderte. Der Trainer machte sich Notizen. Am Ende wurden Namen aufgerufen. Nicht die endgültige Auswahl, nur die, die man im Auge behalten würde. Leon wurde nicht genannt. Als er aufstand, um zu gehen, sah ich sein Gesicht. Nicht wütend, nicht traurig, leer. Ich folgte ihm nach draußen, nicht weil wir Freunde waren, sondern weil mich etwas an seiner Stille störte. Du warst nicht schlecht, sagte ich. Es war ehrlich gemeint. Er zuckte mit den Schultern. Reicht hier nicht, wie antwortete er ruhig. Ich fragte ihn, ob er nochmal kommen würde. Er sah mich kurz an und sagte einen Satz, den ich nie vergessen habe. Sie haben heute über mich gelacht. Das machen Sie kein zweites Mal. Damals dachte ich, er meinte, dass er aufgeben würde. Ich irrte mich. In den nächsten Wochen sah ich Leon oft. Nicht auf dem Platz, nicht bei den Trainings, sondern spät abends. Alleine. Auf dem alten Nebenfeld, das kaum jemand nutzte. Er lief. Er trainierte. Er fiel. Er stand wieder auf. Immer alleine. Während die anderen feierten, spielten, posteten, war Leon da draußen. Ohne Zuschauer. Ohne Applaus. Ich fragte ihn einmal, warum er sich das antut. Er antwortete nicht sofort. Dann sagte er, weil sie glauben, dass ich es nicht kann. Es war keine Wut in seiner Stimme, nur Entschlossenheit. Die Saison begann. Das Team wurde gefeiert. Die Namen waren überall. Und Leon? Er tauchte nicht mehr bei den Auswahlspielen auf, nicht bei Gesprächen.
Nicht einmal auf dem Campus. Viele dachten, er hätte aufgegeben. Ich wusste es besser. Denn manchmal sah ich ihn nachts noch trainieren, und jedes Mal wirkte er stärker, schneller, fokussierter, als hätte er etwas zu beweisen. Nicht ihnen, sich selbst. Und genau da begann eine Geschichte, die niemand kommen sah. Am nächsten Morgen war die Turnhalle ungewöhnlich still. Nicht leer, very still. Diese Art von Stille, in der jeder weiß, dass heute etwas entschieden wird, aber niemand laut darüber sprechen will. Ich saß auf der kalten Holzbank, meine Sporttasche zu meinen Füßen, die Hände ineinander verschränkt. Der Geruch von altem Gummi, Schweiß und Reinigungsmittel hing schwer in der Luft. Über uns flackerten die Neonlampen leicht, als wären selbst sie nervös. Heute waren die finalen Auswahlspiele für die Schulmannschaft. Nur 12 Plätze, über 40 Bewerber. Und ich wusste, egal wie gut ich heute spielte, es würde nicht nur um Leistung gehen, ich spürte es schon seit Wochen. »Lukas!« Ich sah auf. Herr Becker, der Sportlehrer und Cheftrainer, stand am Rand der Halle, die Arme vor der Brust verschränkt. Sein Blick war neutral, fast leer. »Du bist heute im zweiten Team, nicht im A-Kader.« Ein paar Köpfe drehten sich sofort zu mir, leises Murmeln, ein kurzes Auflachen von irgendwo hinten. Ich nickte nur. Verstanden? Aber innerlich zog sich etwas zusammen, Ich wusste, was das bedeutete. Das zweite Team bekam weniger Spielzeit, schlechtere Gegner, weniger Chancen, sich zu zeigen und vor allem keine Startposition. Dabei war ich in den letzten Trainings einer der konstantesten Spieler gewesen. Ich hatte mir jede Minute erarbeitet. Nachtschichten im Lager, frühes Training vor der Schule, kalte Duschen, müde Beine, schlaflose Nächte. Während andere sich nach dem Unterricht ausruhten, hatte ich gearbeitet. Während andere am Wochenende feierten, war ich joggen gegangen. Nicht, weil ich es wollte, sondern weil ich musste. Mein Vater hatte es immer gesagt, wenn du kein Talent hast, dann brauchst du Disziplin. Ich hatte beides. Oder dachte das zumindest. Das Spiel begann. Ich saß die ersten 10 Minuten draußen. Vom Rand aus sah ich zu, wie Max spielte. Max, dessen Vater im Förderverein saß. Max, der schon vor Wochen erzählt hatte, dass Herr Becker großes Potenzial in ihm sehe. Max machte 2 Fehler. Einen Fehlpass, einen Ballverlust. Er blieb trotzdem auf dem Feld. Ich biss mir auf die Lippe, dann endlich: »Lukas, rein!« Ich sprang auf. Mein Herz hämmerte. Das Spieltempo war hoch, die Halle laut. Ich bekam den Ball, drehte mich, spielte einen sauberen Pass, noch einen. Dann einen Lauf in die Tiefe. Ich hörte jemanden rufen: »Spiel ab!« Zu spät. Ich schoss. Der Ball prallte an den Pfosten. Ein Raunen ging durch die Halle. Herr Becker schüttelte leicht den Kopf. Ich wusste, was er dachte. Zu eigensinnig, zu risikoreich. Doch genau das war es, was man brauchte, um aufzufallen. Ich spielte weiter. Ruhiger, präziser. Ein Assist. Dann noch einer. Mein Team drehte das Spiel. Als ich vom Feld ging, war ich verschwitzt, außer Atem, aber zufrieden. Ich setzte mich wieder auf die Bank. Niemand sagte etwas. Nicht der Trainer, nicht die Mitspieler. In der Pause hörte ich, es vergingen 2 Wochen. Keine Trainingseinheiten mehr. Keine Spiele, kein Applaus. Nur Arbeit. Jeden Morgen um 6 stand ich im Lager. Paletten schleppen, Lieferscheine scannen, schweigen. Mein Körper funktionierte, aber mein Kopf war woanders. Immer wieder sah ich diese Halle vor mir. Die Liste, die Namen, nicht meiner. Eines Abends kam Herr Becker ins Lager. Ich dachte zuerst, ich bilde es mir ein. Er stand da zwischen den Regalen, geschniegelt wie immer, mit diesem neutralen Gesichtsausdruck. »Lukas«, sagte er, »hast du kurz?« Ich nickte. Wir gingen ein paar Schritte zur Seite. »Ich wollte nur sagen«, er räusperte sich, »du hast Talent, wirklich, aber manchmal reicht Talent nicht.« Ich sah ihn an, ruhig. »Was reicht denn?«, fragte ich. Er zögerte. »Du weißt schon, Teamfit, Umfeld, Erwartungen.« Ich lächelte leicht.
Nicht aus Freundlichkeit, aus Klarheit. Dann war es nie mein Spiel, sagte ich. Er nickte langsam. Dann ging er. In diesem Moment wusste ich. Ich wartete nicht mehr auf Erlaubnisse. Ein paar Tage später kündigte ich den Job im Lager. Meine Mutter verstand es nicht. Meine Schwester lachte nur. »Und was jetzt?« fragte sie. »Jetzt baue ich etwas Eigenes, Ger«, sagte ich. Ich hatte keine Sponsoren, keinen Trainer, kein Netzwerk, nur Disziplin. Ich begann morgens zu trainieren, allein. Abends lernte ich, nicht für die Schule, für mich. Ich fing an, meine Einheiten zu dokumentieren. Videos, Notizen, Fortschritte. Ein halbes Jahr später meldete sich ein kleiner Verein. Kein großer Name, keine Tribüne. Aber ehrliche Arbeit. Ich spielte, ich fiel hin, ich stand auf und ich wurde besser. Nicht, weil mir jemand eine Chance gegeben hatte, sondern weil ich aufgehört hatte, auf Chancen zu warten. Letztes Jahr bekam ich eine Nachricht von Jonas. »Hast du gehört? Becker ist weg. Verein pleite, Fördergelder gestrichen.« Ich starrte lange auf den Bildschirm. Kein Triumph, keine Genugtuung, nur Ruhe. Manchmal denke ich an diesen Tag in der Halle zurück, an die Bank, an die Liste. Und dann wird mir klar, nicht abgelehnt zu werden hat mich stark gemacht, sondern zu verstehen, warum ich abgelehnt wurde. Das Leben belohnt nicht immer Leistung, aber es prüft Konsequenz. Und wenn du lange genug weitermachst, wird aus Ablehnung Richtung. Ich habe nie wieder versucht, in ein fremdes System zu passen. Ich habe mein eigenes gebaut. Endet mir zufällig ein Gespräch hinter mir. Klar, Becker will keinen Ärger mit den Eltern. Ja, vor allem nicht mit denen, die spenden. Talent ist da fast egal. Ich drehte mich nicht um, aber jedes Wort traf. Nach der Pause war ich wieder draußen. Dann wieder kurz drin, dann wieder draußen. Am Ende der Auswahlspiele standen wir alle in einer Reihe. Schuhe noch an. Gesichter angespannt. Herr Becker räusperte sich. »Die Entscheidung ist nicht leicht gefallen«, begann er. »Viele von euch haben sich angestrengt.« Er las Namen vor, einer nach dem anderen. Als er bei Platz 10 war, begann mein Magen sich zusammenzuziehen. Platz 11. Ein Name. Platz 12. Nicht meiner. Ein paar Sekunden lang dachte ich hätte mich verhört. Dann sagte er, »Die anderen müssen wir leider enttäuschen.« Das war's. Kein Gespräch, keine Erklärung, keine zweite Chance. Ich stand einfach da. Alles, was ich geopfert hatte, die Nächte, die Arbeit, die Müdigkeit, hatte nicht gereicht. Oder besser gesagt, es hatte gereicht, aber es war egal. In der Umkleide herrschte eine seltsame Stimmung. Jubel auf der einen Seite, Stille auf der anderen. Ich zog mich langsam um. »Hey Lukas!« Ich saugte auf. Es war Jonas, einer der wenigen, die ehrlich spielten. »Das war Bullshit«, sagte er leise. »Du weißt das, oder?« Ich nickte. Aber das machte es nicht besser. Als ich später nach Hause ging, war es schon dunkel. Meine Beine fühlten sich schwer an, aber nicht vom Training, sondern von der Enttäuschung. Zu Hause brannte Licht im Wohnzimmer. Meine Schwester Mara saß auf dem Sofa. Neue Jacke, neues Handy. Lachend. »Na, wie lief's?« fragte sie beiläufig, ohne wirklich hinzusehen. »Nicht genommen.« Sie zuckte mit den Schultern. »Tja, Pech.« Dann sagte sie etwas, das mir den Rest gab. »Ist vielleicht besser so. Dann kannst du ja mehr arbeiten. Ich brauche nächsten Monat Geld, wir planen einen Kurztrip.« Ich starrte sie an. Sie merkte nicht einmal, was sie gesagt hatte. Oder es war ihr egal. In dieser Nacht lag ich lange wach. Nicht, weil ich die Mannschaft nicht geschafft hatte, sondern weil mir klar wurde, ich hatte mein ganzes Leben versucht, richtig zu spielen. Regeln einzuhalten, geduldig zu sein. Aber die Spielregeln galten nicht für alle gleich. Und irgendwo tief in mir begann etwas zu wachsen. Kein Hass, keine Wut, etwas Gefährlicheres, Entschlossenheit.